Unsere Reise zum Auge der Sahara. Das Auge der Sahara oder auch Guelb Erichard liegt in Mauretanien. Den Namen hat es durch seine an ein Auge erinnernde Optik bekommen, die man allerdings aufgrund seiner Größe von 45 Kilometer im Durchmesser nur aus dem Weltall erkennen kann. Wir befinden uns in Attar, wo wir noch einmal den Unimog volltanken und auf dem Markt unsere Vorräte auffüllen. Und dann geht es los Richtung Ouaddaine. Die Piste besteht überwiegend aus Wellblech, aber die Landschaft entschädigt. Wir fahren den Pass de Noatil nach Osten. Mehr von diesem beeindruckenden Pass am Ende des Videos, also auf unserem Rückweg nach Attar. Nach etwa einem Drittel der Strecke Attar-Ouaddaine gibt es ein Hinweisschild auf eine archäologische Stätte. Die Felsenmalereien von Amokya. Es sind 2 Stellen, wir waren an der kleineren im Westen. An einem Felsvorsprung zeigte uns unser Führer einen Elefanten, einen Menschen, eine Giraffe und noch manches weitere. Und schließlich, nach langer Fahrt auf der Wellblechpiste, erreichen wir Ouaddaine. Ouaddaine ist eine der 5 berühmten historischen Städte Mauretaniens und ein UNESCO-Weltkulturerbe. Wir haben die berühmte Altstadt von Ouaddaine nicht besichtigt. Unser Ziel liegt 30 Kilometer weiter im Nordosten. Kurz bevor wir das Auge der Sahara erreichen, dürfen unsere Hunde aus dem Auto. Auf dem Adra-Plateau nordöstlich von Ouaddaine begegnen uns weder Tiere noch Menschen. Wir sind alleine am Rand des Auges. Es ist ein bewegender Moment, weil man die Bilder aus dem Weltall kennt. Auf der Erde allerdings erkennt man von den unglaublichen Formen leider nicht viel. Wir übernachten am Rande des Auges der Sahara. Am nächsten Morgen möchten wir das Innere erkunden. Seit seiner Entdeckung ranken sich viele Theorien um seine Entstehung. Für manche sind die Strukturen ein Hinweis auf das sagenumwobene Atlantis. Andere vermuten einen Meteoritenkrater. Allerdings fehlen die Impaktgesteine, die beim Einschlag entstehen würden. Heute geht die Wissenschaft davon aus, dass das Auge der Sahara zu Zeiten des Urkontinents Pangäa entstanden ist. Eine Magmablase drückte vom Erdinneren nach oben und es kam zu einer Domstruktur, also einer Aufwölbung der Schichten. Außerdem gab es magmatische Intrusionen, bei denen flüssiges Gestein in bereits bestehende Gesteinsschichten eingedrungen ist. Das heutige Aussehen verdankt das Auge der Sahara diesen unterschiedlich harten und weichen Schichten und der Erosion der letzten über 200 Millionen Jahre.
Nachdem man den Rand des Auges verlassen hat, erstreckt sich vor einem eine weite, ebene Fläche. In den grüneren Bereichen am Rand und auch im Inneren des Auges trifft man wieder auf Menschen und ihre Tiere. Ziegen, Hunde und vor allem Dromedare. Umso weiter wir ins Innere gelangen, umso karger und sandiger wird die Landschaft. Ein toller Spielplatz für unseren alten Unimog. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann fährt man zurück und nimmt einen anderen Weg. Tapfer wühlt sich der Unimog durch den weichen Wüstensand. Wir verlassen die Dünen und nähern uns wieder dem Rand des Auges. Die Landschaft wird grüner. Große Akazien prägen das Bild und Tamarisken. Wenn man etwas genauer hinschaut, dann entdeckt man im Januar die wunderschönen Blüten der gelben Wüstenhyazinthe oder Kistanche. Und schließlich waren wir wieder zurück in Ouadane. Und die Wellblechpiste entlang, vorbei an vielen Dromedaren. Nach Attar.
und schließlich wieder dem Pass de Novatil.